Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir uns als erstes den neuen Trailer anschauen, gefolgt von einem Vergleich zum Originalspiel, in dem Falle Gothic ungemoddet. Und dann schauen wir uns noch einige Passagen aus dem Trailer konkret genau an. Und dabei habe ich eine leicht gemoddete Version, also die DirectX 11 Version von Gothic verwendet. Beginnen wir nun mit dem Trailer. Viel Spaß! That ain't even half a page. Get back in there. Just fix the damn thing. Hey. Right. What was that? Said Hall's coming up. Get in. Find a big one. Thank you. Then find some more. Right, no slacking. It's a pickaxe, not a strip blade. I don't see nothing. Come on, let's head back. This is too dangerous. Now go back to that piss hole of a camp. No way, man. Not until we find that stuff. Oh, no, no, no! Help! Ja, das war ja mal eine rasante Kamerafahrt durch die alte Mine, zugehörig zum alten Lager. Wir haben einige neue Eindrücke sammeln können und ja, es hat mich positiv überrascht, wie das Ganze umgesetzt wurde, aber konkret im Detail gehen wir darauf ja noch später ein. Am Ende habt ihr gesehen, dass zum Beispiel die Gesichter von Gate 21 umgesetzt werden. Das ist ein spezialisiertes Team bei THQ Nordic, welches sich auf Gesichtsanimationen stürzt. Und wie ihr auch sehen konntet, es ist ganz sinnvoll, wenn ihr dem Community-Discord-Server joint. Dort gibt es für die Sprachen Englisch, Deutsch, Polnisch und Russisch jeweils einen eigenen Thread. Das ist ja auch die Hauptcommunity von Gothic 1 gewesen oder von Gothic an sich. Und damit wollen die im Prinzip auch den Fokus erstmal darauf legen, das Spiel in diesen 4 Sprachen vertont rauszubringen. Natürlich wird das Spiel UI-spezifisch und auch mit Untertiteln wahrscheinlich ebenfalls in anderen Sprachen rauskommen. Nun möchte ich euch eine Kamerafahrt im alten Gothic 1 zeigen. Dabei ist nur das System Pack installiert und der 4 GB Patch, also es ist wirklich von dem ganzen Aussehen her das Originalspiel. Zum Vergleich, jetzt geht's los.
Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit einer detaillierten Trailer-Analyse. Wir sehen ganz am Anfang, und das gefällt mir sehr gut, eine Fleischwanze. Und vom Design her schaut die auch ziemlich gut umgesetzt aus. Anbei ein Vergleichsbild. So hat die Fleischwanze früher ausgeschaut. Wohlgemerkt, diese Fotos sind schon mit DirectX 11 entstanden. Das heißt, wir haben hier ein kleines bisschen eine bessere Qualität. Und hier sieht man auch, dass die Fleischwanze weggetreten wird. Man hatte immer am Anfang von Gothic 1 das Bedürfnis, Erfahrungspunkte zu sammeln. Eine Fleischwanze hat nur 10 Erfahrungspunkte gegeben, aber trotzdem hat man sich hingestellt, mit dem Schwert oder mit der Spitzhacke auf die eingeprügelt. Kleiner Tipp am Rande, mit den Fäusten geht's am besten. War natürlich ein bisschen unrealistisch, dass man mit dem Schwert, was gefühlt in einer Höhe von 1 Meter geschwungen wird, niemals diese Fleischwanze da am Boden erreichen kann. Und das ist ganz nett auch im Teaser gewesen, muss man sagen. 2019 im Teaser war es nämlich so, man konnte die zertreten. Das würde ich mir auch für das Remake wieder wünschen. Hier wird die Fleischwanze in der Tat fortgetreten. Und es sind ja auch lästige Viecher. Gerade die Butler sind eigentlich die einzigen, die daraus Fleischwanz-Ragout machen, damit sie effektiv was zu essen haben. Und die Gardisten, die haben ihr schön gebratenes Scavenger- oder Mollowet-Fleisch in der Burg. Ja, und hier sehen wir jetzt den Einstieg aus dem Trailer in die Kamerafahrt durch die alte Mine oder hier im vorderen Bereich außerhalb der alten Mine. Wir sehen einen Butler im Vordergrund, der eine Kippe trägt mit Erzbrocken darin. Wir sehen die abgewetzte, abgenutzte Kleidung von denen, wirklich eine Arbeitskleidung. Im Hintergrund sind übrigens auch noch weitere Butler zu sehen und einige wenige Gardisten. Hier sehen wir mal, wie die Butler in DirectX 11 aussehen. Ja, es kommt auf jeden Fall gut an diese Vorlagen heran. Hier sehen wir nun einen Gardisten in leichter Gardistenrüstung und ich finde, die Gardistenrüstung ist sehr gut gelungen, wenn wir das mal vergleichen. Wir erkennen, dass die Stiefel vorhanden sind und dieser Waffenrock sich nach oben durchzieht mit den roten und ledernen Pigmenten. Ist sehr schön gemacht. Am Arm hat er jetzt hier noch eine kleine Armschiene, also es könnte theoretisch auch eine mittlere Rüstung sein, weil die leichte diese jetzt hier nicht hat. Aber das wird sich dann im finalen Spiel zeigen, ob das jetzt die leichte oder die mittlere Rüstung ist. Meiner Meinung nach hat die mittlere dann doch noch ein paar kleinere Upgrades. Dann sehen wir hier einen Butler, wie er einen Sandsack wahrscheinlich schleppt oder einen Sack mit irgendwas, mit Reis oder was, sei es irgendwelche Güter, die darin sind. Finde ich auch sehr authentisch. Solche Sachen gab es früher ja nicht. Die Butler sind nur dem Tagesablauf nachgegangen, haben geschlafen, Erz geschürft und ansonsten sich unterhalten oder rumgesessen und jetzt wird effektiv noch hinzugefügt, dass die Gegenstände durch die Mine und durch die Lager tragen. Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Sack, der da geschleppt wird oder die Kippe, die da getragen wird. Das ist sehr schön umgesetzt. Im Original, wie schon gerade erwähnt, ja, ein paar quatschen, ein paar reden, ein paar sitzen, ein paar hämmern vielleicht und reparieren irgendwelche Dinge. Hier sehen wir den Erzstampfer, auch schön diese blauen Pigmente von diesem magischen Erz. Man sagt ja schon, dass man das wirklich sehen kann. Das normale Eisenerz leuchtet nicht, aber das magische Erz leuchtet dann dahingehend. Und dieser Stampfer wurde auch entsprechend 1:1 wiederverwendet. So würde das dann im Original ausschauen mit DirectX 11 und einer entsprechenden Modifikation, welche den Außenbereich von der alten Mine mit Leben füllt. Hier sehen wir einen Ork eingeblendet. Meiner Meinung nach kann man am Ork-Design noch ein bisschen was ändern. Es ist auf jeden Fall gut, dass er so hühnemäßig ist, dass er irgendwie eine Größe von 2,30 Meter, 2,40 Meter, 2,50 Meter besitzt. Meiner Meinung nach ist es aber ein bisschen zu affen- und maskulinmäßig, wobei man sagen muss, die normalen Ork-Sklaven, schauen wir da mal hin, die sind halt genau das. Die sind halt einfach nur eine definierte Masse von Fleisch, sage ich jetzt einfach mal. Wenn man sich aber dann zum Beispiel die Ork-Krieger anschaut und die Ork-Speer, dann schauen die schon anders aus. Man muss daran denken, das sind Sklaven. Die leben da Wochen, Monate lang unter dieser Haltung. Die kriegen weniger Nahrung und so weiter und so fort. Dementsprechend sind die auch nicht so muskulös und auch nicht so wuchtig. Natürlich muss man auch sagen, bei den normalen Orks, Ork-Kriegern, macht es entsprechend auch die Rüstung aus, ne? Wie die ausschauen oder die Schamanen, die Bemalung. Alles in allem ist der Eingang in die alte Mine wesentlich atmosphärischer. Man kriegt wirklich den Eindruck, hey, hier geht es jetzt tief in einen Schacht hinein, tief in einen Schlund und da lehnen auch gerade wieder 2 Wachen. Und am Ende sieht man einen Butler hineinlaufen. Im Original relativ unspektakulär mit einer Fackel auf der rechten Seite. Links an der Stelle jetzt von mir inszeniert. Normalerweise steht da gar niemand und im Original sowieso nicht. Dann im Schacht drin, im Vorderraum, sehen wir
auch einen Butler, der gerade am nach draußen laufen ist. Es wird viel mit Fackeln gearbeitet und mit schönen Lichtelementen. Das gefällt mir sehr gut. Hier im Original ist es natürlich sehr trist und dunkel. Auch dieser Vorraum hier mit dem uns bekannten Gardisten auf der linken Seite, welcher wahrscheinlich wieder ein Bier für Informationen haben möchte, finde ich sehr gut. Und im Original schaut es dann entsprechend so aus. Hinten haben wir auch die angedeuteten Lagerfeuer und wahrscheinlich auch Santiano als Händler. Hier finde ich auch das Lichtspiel sehr gut. Überall leuchtet es mal in so blauen Pigmenten. Man kann das gut erkennen, wirklich dieses Erz, dass es da irgendwas Wertvolles ist. Also es ist ja wie bei Edelsteinen, wenn die angeleuchtet werden, leuchten die auch in irgendeiner Farbe. Das finde ich sehr gut. Hier im Original, ja, ein Stegsystem, ein paar Fackeln sind zu erkennen. Man muss wohlgemerkt sagen, das ist ja jetzt DirectX 11 mit ein paar Anpassungen. Das bedeutet, es ist jetzt hier extrem dunkel, weil ich persönlich finde, dass Gothic auch dunkel sein soll. Und das Setting hat das Remake auch super drin. Also eine Mine ohne natürliche Lichtquellen, die muss einfach dunkel sein. Wenn man sich das Original anschaut, dann ist es da ganz anders. Da werde ich auch noch ein Video dazu hochladen. Das ist sehr hell. Ein paar Stufen weiter in Richtung Innerstes der Mine sehen wir hier einen Erzbrocken, der gerade von einem Schürfer beziehungsweise Butler, muss man ja wohlgemerkt sagen, abgeschürft wird. Die Schürfer gehören ja zum neuen Lager, richtigerweise, aber natürlich heißt das Prinzip Schürfen oder Erz abbauen. Lichtquellen sehr schön, bläuliche Erzbrocken, wie schon erwähnt, und roter Fackelschein oder Lichtschein. Schaut alles ganz schön aus. Original, Erzbrocken leuchtet nicht, es ist einfach nur so ein dunkler Brocken, der irgendwo an der Wand hängt, relativ unspektakulär. Hier sehen wir links einen Templer und das ist auch schon mal super, dass genau die Templer wieder dabei sind und ich glaube, hinten läuft auch noch mal einer, es könnte aber auch ein Gardist sein. Die Templer sind ja diejenigen, die dort entsprechend jagen, nach Minecrawler, Zangen und Minecrawler-Sekret. Sehr schön. Und im Original gibt es natürlich auch Templer. Dann haben wir hier diesen Aalstein, der von einem Ork bedient wird und der Gardist, der dort zu sehen ist, hat auch im Trailer noch eine Peitsche betätigt. Finde ich auch super. Schönes Element, weil die Orks ja wirklich in dieser Mine entsprechend unterdrückt werden. Und rechts sehen wir eine Gruppe am Lagerfeuer sitzend, was auch super stimmig ist und im Original ist es ja auch so gegeben. Ja, wir haben jetzt hier genauso dieses Lagerfeuer und die Sitzgruppe und der Gardist von mir ist an der Stelle mit einem entsprechenden Emoji wiederum gestellt, ja, um das einfach nachzustellen, die Szenerie. Dann haben wir den Schmelzofen. Der schaut natürlich im Original bzw. in der gemoddeten Variante ähnlich aus. Ja, eine helle Lichtquelle, aber auch nur durch DirectX 11 und ein bisschen Leuchtatmosphäre. Wirkt aber hier auch sehr stimmig und das blaue Erz ist wieder klar zu erkennen. Dann haben wir hier, dass mit verschiedenen Kerzen gearbeitet wurde. Finde ich auch super, dass man nicht nur mit Fackeln arbeitet, sondern auch mit Kerzen. Vielleicht ist es auch ein bisschen wie in anderen Spielen, wie zum Beispiel in Assassin's Creed, ist es ja ganz übertrieben, dass man da wirklich teilweise Fertigungsprozesse von gewissen Sachen sehen kann. Ich meine, beim Sumpfkraut zum Beispiel ist ja in Gothic 1 schon standardmäßig wird darauf eingegangen, dass das Kraut gestampft wird oder bei der Weinverarbeitung, dass da Wein gestampft wird, auch wenn es keine Weinreben gab in Gothic 2. Es gab halt nur Weintrauben. Aber das finde ich sehr schön, diesen Ansatz zu verfolgen und gewisse Produkte, die in der Spielwelt sind, halt auch darzustellen, wie die hergestellt werden. Ja, ich meine, im neuen Lager wurde auch Reis abgebaut und entsprechend Reisschnaps gebrannt. Und davon noch ein bisschen mehr und dann ist das sehr schön. Die restlichen Waren werden ja sowieso aus der Außenwelt importiert. Im Original gab es natürlich auch Kerzenständer, die konnten aber nicht brennen. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal ein bisschen in Szene gesetzt. So würde das dann ungefähr grob ausschauen oder hätte es ausgeschaut, wenn man das so umgesetzt hätte damals schon. Wäre möglich gewesen, einen Kerzenständer da direkt zu nehmen. Ist vielleicht ein bisschen teuer, eine einfache Kerze an sich hätte es auch getan, aber dieses Model gab es damals noch nicht. Hier sehen wir auch wieder schön bläulichen Schimmer, schönes Lichtspiel, es ist wirklich dunkel, düster und das ist halt genau das, hinter jeder Ecke könnte in dieser Mine irgendwie der Tod lauern oder man stolpert über einen Stein, den man nicht gesehen hat. Ja, also Bergbau früher war ja wirklich eine harte Angelegenheit. Und es gab da auch sehr viele Tote. Im Original, jetzt hier in der gemoddeten Variante, ebenfalls sehr düster. Dann haben wir hier wiederum einen Stampfer, einen Erzstampfer, der von einem Ork betätigt wird. Und im Original schaut das dann so aus, oder schaut es so aus. Genau dasselbe. Also ich finde es sehr schön, dass sich wirklich an den Aufbau der alten Mine fast weitestgehend 1:1 gehalten wurde. Also es ist wunderbar. Hier sehen wir dann den Eingangsbereich in die hinteren Stollen. Das Tor ist noch geöffnet.
Im normalen Spiel ist es geschlossen von Haus aus. Wir haben Ascan davor stehend. Hier steht jetzt ein Templer davor. Ich habe jetzt auch mal einen Templer davor gestellt. Wohlgemerkt hat ja jeder bei Gothic ganz normal eine Bewaffnung. Jetzt hier in der Trailer-Sequenz gibt es keine einzige Person, die effektiv eine Bewaffnung hat, wenn man jetzt mal von den Spitzhacken der Butler absieht, aber das kann man ja nicht als Waffe gebrauchen. Das wissen wir ja schon seit Gothic 1, ersten 10 Spielminuten. Ja, aber ziehen ist mit einer Spitzhacke in den Kampf, genau deswegen. Ja, das ist halt keine effektive, gute Waffe. Das ist halt ein Werkzeug, ein Mittel zum Zweck. Ja, und weiter tiefer gehen, den Unterschlupf von den späteren Mindcrawlern, sehen wir jetzt hier erstmal eine Person mit einer Fackel. Persönlich gefällt mir das Aussehen jetzt hier nicht. Wir sind jetzt näher dran. Mir gefallen die Haare nicht. Das Gesicht ist okay, aber meiner Meinung nach, gerade mit diesem Gate 21, sollte man, diese speziell auf Gesichter fokussieren, sollte man schon noch daran arbeiten, dass das ein bisschen besser ausschaut in Zukunft. Weil das hat dann für mich auch nicht den krassesten Unterschied zum Original, wenn man jetzt hier mal so hin und her switcht. Also, ja. Hier sehen wir jetzt, dass ein Butler zurückkommt und sich ja am Trailer auch beschwert. Und im Hintergrund sehen wir jetzt schon einen Mindcrawler. Warum? Weil die Mindcrawler haben jetzt rote Augen. Ich finde es ein bisschen zu krass, dass die jetzt so krass leuchten, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die Augen nicht von sich aus leuchten, sondern dass die Augen im Prinzip Licht effektiv reflektieren. Das heißt, wenn man keine Fackel anhat, keine Lichtquellen, wie ein Lichtzauber, dann leuchten die auch nicht. Oder zumindest nicht so stark. Es kann ja sein, dass man kleine Funkeln in der Ferne sieht. Und so schaut es im Original aus. Natürlich auch wiederum relativ unspektakulär. Ja, und hier sehen wir jetzt auch effektiv, dass sich ein Mindcrawler so einen Butler geschnappt hat. Und das würde ich mir fürs Remake speziell auch wünschen, dass es da vielleicht so... Ich weiß nicht, wie man es umsetzen soll. Also entweder es gibt einen Angriff von denen, den man halt parieren muss. Und wenn man ihn nicht pariert, passiert irgendwas. Oder man würde da, es gibt ja auch in Games manchmal so Zwischensequenzen oder irgend sowas, wo man dann entsprechende Taste drücken muss und so. Solche Action-Events nennt man das dann. Ich weiß nicht, ob das passen könnte zu Gothic. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mir würde auch das normale Gameplay reichen. Zum Design gefällt mir ganz gut. Sie sind aber jetzt ein bisschen spinnenartiger, ja. Das sieht man an den, die Klauen sind jetzt wirklich weiter unten am Körper befestigt und nicht mehr so seitlich wie früher. Und das führt dann dazu, dass es halt genauso wirkt, ja. Also hier sind sie ja auch seitlich, aber nicht so weit unten und sie gehen vor allem zack, zack und sie gehen nicht so geschwungen, wie bei einer Spinne halt üblich ist. Aber generell eine genaue Definition von Mindcrawlern gibt es ja nicht. Das ist irgendwas zwischen Ameise und Spinne, ja, weil sie können halt diese Fäden und sie leben in Nestern, Ameisen wiederum leben hier in ihrem Völkchen und so und haben dann halt ihre Königin und ihre Arbeiter und so. Das haben halt wiederum die Mindcrawler, das haben aber Spinnen normalerweise nicht, ja. Also es ist, wie gesagt, irgendwas dazwischen. Hier nochmal die rot funkelnden Augen. Hier sehen wir jetzt nur 4 Stück. Im Original ist es halt ein Auge oder 2 Augen so gesehen, aber ich glaube, da sind mehrere Augen angedeutet, 6 bis 8 wahrscheinlich wegen Spinne. Und so schaut das dann jetzt aus. Passt. 4 Augen haben sie im Prinzip. Genau. Und das war's soweit zum Trailer. Hier halt nochmal im Original, wie die ausschauen. Und wie gesagt, ich finde das sehr super, wie das jetzt gemacht wurde. Es wurde sich sehr an das Original Aussehen der alten Mine gehalten. Es sind Templer vorhanden, es sind Gardisten vorhanden, es sind Butler vorhanden. Es gibt sehr viele Assets und Gegenstände, die verwendet werden. Sehr viele Animationen, die Geräuschkulisse ist super. Man hat die Musik, man hat das Schmieden, den Blasebalg, die Peitsche. Also alles super, super Effekte, super Stimmigkeit. Stimmigkeit auch beim Licht ist wunderbar. 1, 2 Dinge kann man vielleicht noch verbessern. Gerade jetzt den Ork hatte ich ja gesagt, der gefällt mir jetzt noch nicht so, aber den kann man ja noch überarbeiten, dann schaut er halt ein bisschen besser aus. Und auch die Mindcrawler sind ein bisschen zu spinnenartig. Ja, wenn die weniger spinnenartig ausschauen, dann ist es auch für Leute mit Arachnophobie ein bisschen erträglicher als jetzt, so wie sie jetzt ausschauen, genau. Ja, und das wäre es so gesehen erstmal von diesem Video. Ich würde mich an der Stelle recht herzlich von euch verabschieden und ja, ich werde in den nächsten Tagen noch ein paar Videos hochladen und mich weiter mit der Thematik befassen hinsichtlich, was kann man noch umsetzen oder wie wünsche ich mir das Remake, und zum Beispiel wird es noch ein Vergleichsvideo geben vom Trailer zum Originalspiel. Und damit würde ich sagen, wäre es das von mir an dieser Stelle. Ich verabschiede mich recht herzlich von euch. Haut rein, euer Xardas. Bye bye.
Eins steht fest. Wir werden uns wiedersehen.